Starship geht aufs Wasser. SpaceX bereitet Seetransport von der Starbase nach Florida vor. Starship 38 vor Static Fire, letztes Feuer vor Start Nummer 11. Pad 2 besteht Deluge-Test für Version 3 Starships. Europa liefert ESM 3 für Artemis 3 an NASA übergeben. SLS bekommt Last-Minute-Update. Rocket Lab stoppt Electron Reuse, volle Kraft auf Neutron. ESA Aerospace legt Grund für Fehlstart offen. Und Ex-SpaceX Hans Königsmann fliegt mit Michi Benthaus ins All auf Blue Origin. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space Update auf Deutsch. Wie die Starship-Rakete von Texas zu den neuen Startrampen in Florida kommen soll, dazu gab es diese Woche Insights. SpaceX bereitet sich auf ein neues Kapitel im Starship-Programm vor, den Seetransport ganzer Raketenkomponenten von der Starbase in Texas nach Florida. Für den Transport soll ein neues Drone-Ship mit dem Namen You'll Thank Me Later zum Einsatz kommen. Auch dieses Schiff ist wie bisher alle Drone-Ships nach einem Raumschiff aus Ian M. Banks' Culture-Roman benannt. Das Deck, das misst 91 x 30 Meter, ausreichend um Booster und Chip liegend zu transportieren. Die ersten Fahrten sind jeweils für ein einzelnes Fahrzeug ausgelegt, doch mittelfristig plant SpaceX mehrere Starship-Komponenten gleichzeitig über den Golf von Mexiko bis nach Cape Canaveral zu verschiffen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Chips und Booster für den Transport unter Druck gesetzt werden. Ich hatte schon darüber berichtet, dass für die Umweltverträglichkeit von Starts des Starships von Florida aus nun die heiße Phase der Anhörungen beginnt. SpaceX positioniert sich dazu mit einem Update auf seiner offiziellen Webseite. Das Unternehmen, das beschreibt seine Vision, mehrere Starts täglich bei gleichzeitig minimalen Einfluss auf Luft-, See- und Bodenverkehr. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelt SpaceX nicht nur neue Pads in Florida, sondern investiert massiv in die lokale Treibstoffproduktion. Direkt an der Startanlage entstehen Luftzerleger und Methanverflüssiger, um andere Anbieter nicht bei der Versorgung mit Helium, Stickstoff oder Flüssigsauerstoff zu hindern. Gleichzeitig modernisiert SpaceX gemeinsam mit Partnern wie NASA und FAA die Infrastruktur rund um Strom, Abwasser und Transport. Besonders im Fokus bei SpaceX die drastische Reduzierung von Sperrzonen. Bisherige Sicherheitsabstände für Methan-Sauerstoffraketen, die basierten laut SpaceX auf veralteten Annahmen. SpaceX konnte laut eigenen Angaben durch Tests in McGregor und reale Flugdaten von Starship erstmals präzise physikalische fundierte Gefahrenzonen berechnen. Diese Daten, die würden nun mit der Regierung geteilt, um künftige Methanträger realistischer zu bewerten. Mit Sicherheitsfaktoren, aber ohne pauschale Übervorsicht. Das große Ziel, einen Spaceport-Betrieb ermöglichen, der ebenso zuverlässig und flexibel ist wie der heutige Flugverkehr. Ein Paradigmenwechsel mit Starship als Türöffner. Und der nächste Start des Starships ist ja in Sichtweite. Starship 38 hat den Startplatz erreicht und nimmt Kurs auf den nächsten großen Test, den Static Fire vor dem 11. integrierten Starship-Flug. Bereits am 17. September wurde Ship 38 auf dem Launchpad installiert, nachdem es zuvor in der Megabay 2 für den Rollout vorbereitet worden war. Der fast vollständig mit Hitzeschutzkacheln ausgestattete Prototyp, der wurde mit den Chopsticks auf den Static Fire Adapter von Pad 1 gehoben. Das offizielle SpaceX-Posting folgte wenig später. Die Hoffnung, ein problemloser Testlauf. Die Realität, die sah anders aus, eine Unterbrechung. Dieser erste Versuch, der musste am 18. September abgebrochen werden. SpaceX ließ das Testfenster verstreichen. Über Nacht zeigte sich dann der Grund für den Abbruch. Alle kryogenen Leitungen wurden vom sogenannten SQD-Plate, also der Ship Quick Disconnect Platte, getrennt. Und die Platte selbst, die wurde dann auch entfernt, wahrscheinlich repariert und dann wieder montiert. Parallel meldete sich auch das neue Pad 2 zu Wort, und zwar mit einem Deluge-Test, offenbar um die Funktion des Wasserflutsystems zu überprüfen. Ein gutes Zeichen, auch die zweite Starship-Startanlage, die rückt damit wieder stärker in den Fokus. Flüge des Starships in Version 3, die können ja nur von diesem neuen Design losgehen. Pad 1 geht dann tatsächlich außer Betrieb, wenn Pad 2 in Betrieb ist, und wird dann nach dem Vorbild von Pad 2 für Starships der Version 3 umgebaut. SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell bezeichnete vorige Woche Starship Flug 10 als vollen Erfolg und kündigte für Ende 2025 oder dann Anfang 2026 den Start der Starship Version 3 an. Ziel für Starship Version 3, Treibstofftransfer im Orbit, ein entscheidender Test für interplanetare Missionen wie Mars- und Mondflüge, dann ja auch für das Artemis-Programm der NASA. Der Mondlander für Artemis 3, dann also das Starship in der HLS-Version. Von der Erde zum Mond und wieder zurück kommen die Astronauten aber mit dem Orion-Raumschiff. Versorgt und manövriert wird das ja bekanntlich vom European Service Module, kurz ESM. Das ESM, das dient als Versorgungs- und Antriebssektion der Orion-Kapsel und stellt Strom, Wasser, Sauerstoff, Triebwerksleistung, Lagerregelung und Thermalmanagement bereit. Jetzt wurde das ESM-3 also für den Flug mit Crew für die erste Mondlandung im Artemis-Programm in Florida an die NASA übergeben. Es erfüllt also alle Anforderungen für den Flug und kann integriert werden.
genau dieses Modul, das ESM-3, das habe ich ja noch bei Airbus Defence and Space in Bremen im Bau gesehen und dann auf seine Seereise nach Florida geschickt. Die große Reise zum Mond, die ist noch etwas hin. Artemis 3 ist derzeit für Mitte 2027 angesetzt. Und zwar Ende nächsten Jahres, da wird der Crewflug um den Mond stattfinden. Für Artemis 2, den ersten Crewflug des Space Launch Systems, da wurde das SLS-Trägersystem per Supercomputersimulation optimiert. Grund beim Jungfernflug von Artemis 1, da traten unerwartet starke Vibrationen an der Verbindungsstelle der Feststoffbooster auf. Die Lösung für sogenannte Strakes, schmale aerodynamische Finnen, die den Luftstrom beruhigen. Ein Supercomputer berechnete eine Reihe von komplexer numerischer Strömungssimulationen, die dazu beitrugen, die zugrunde liegende Physik der Finnenergänzung zu erklären. Das Ergebnis der Simulation? Die Strakes, die reduzieren die problematischen Luftwirbel signifikant. Die 4 Strömungsfinnen, die werden gerade im Kennedy Space Center von Hauptauftragnehmer Boeing am Artemis 2 SLS installiert. Wie man Raumfahrtmissionen in immer schwierigeren Umgebungen schon vor der Reise sicherstellt, das erforscht der erste Teil der frei verfügbaren Doku Simulating Space. Verlinke ich euch hier. Geh mit Ansys, jetzt Teil von Synopsys, auf die Reise durch bahnbrechende Innovation. Erfahr, wie Digital Engineering eine neue Ära der Forschung und Entdeckung einleitet. Hier Auszüge aus dem Trailer. Ansys is a real key partner for us in simulation because of the breadth of the tools that they offer in one standard platform, and then also their vision of actually solving the whole problem, whether that's through software on the back end or automation that we can add on top. This is like a real game changer for us and other users of that tool. On the day we actually launched it, there was a period of time where I was sitting there, I was just like standing there, the rocket is sitting far in the distance, it's huge and like big and badass and scary. Hear the countdown, 5, 4, 3, 2, 1. Wie Ansys den Ingenieurinnen und Ingenieuren von Relativity Space, Intuitive Machines, Astranis, Maya Space und vielen anderen hilft, Raumfahrthardware zu entwickeln und die Grenzen des Machbaren zu verschieben, das erfahrt ihr in der Doku Simulating Space. Die Doku, die verlinke ich euch frei zugänglich unter dem Video. Große Empfehlung für ein Interview auf NSF. Rocket Lab-Chef Peter Beck beendet nun offiziell die Wiederverwendung von Electron-Boostern. Der Fokus liegt nun vollständig auf der Entwicklung der neuen Trägerrakete Neutron. Obwohl der letzte Elektron-Booster für die Wiederverwendung bereits fertig ist und in der Fabrik steht, binden die Neutron-Entwicklungen alle Ressourcen. Der Fokus auf die Neutron-Wiederverwendung auch ökonomisch nachvollziehbar. Mit $55 Millionen pro Start liegt das Marktpotenzial der Neutron deutlich über den $8 Millionen für die Elektron. Nichtsdestotrotz, die Erkenntnisse aus den Rückführungen oder den Rückflügen der Elektron-Booster, die seien laut Beck essentiell für das Design von Neutron gewesen. Der erste Neutron-Start, der ist noch für dieses Jahr geplant und soll direkt dann in den Orbit gehen. Das Jahr ist nicht mehr lang, vermutlich wird es eher Anfang 2026. Auch Insights zur ersten Flugbahn wurden von Peter Beck genannt. Gelandet wird der Booster zunächst per Soft-Splashdown im Meer. Landungen oder Rückflüge zum Startplatz, die sind erst später denkbar. Der Anspruch für die Neutron bei Rocket Lab: ultraschnelle Wiederverwendbarkeit mit 24 Stunden Turnaround. Wir bleiben gespannt. Ich hatte es letzte Woche ja schon angedeutet, dass da was kommt. ESA Aerospace hat diese Woche nun erstmals offiziell technische Details zum Fehlschlag des ersten Spektrum-Starts am 30. März offengelegt. Ursache war laut ESA ein Verlust der Lagekontrolle infolge unzureichender Modellierung von Biegeschwingungen beim Liftoff. Die Rakete, die verließ daraufhin den geplanten Kurs und das Sicherheitssystem aktivierte sich und schaltete die Triebwerke aus. Daraufhin übernahm die Schwerkraft und die Spektrum schlug neben der Startrampe ins Meer. Der Fehler wurde verstanden und die Flugsteuerung dementsprechend angepasst. Noch ein weiterer Fehler wurde nach dem Flug identifiziert, der zu einem späteren Zeitpunkt im Flug dann für Probleme gesorgt hätte. Ein Ventil in der Rakete war durch die Bodeninfrastruktur fälschlicherweise geöffnet worden. Die Steuerung des betroffenen Ventils wird jetzt durch die Rakete übernommen. Trotz des vorzeitigen Abbruchs sieht ESA den Testflug als Erfolg. Alle weiteren Systeme funktionierten wie erwartet und Glück im Unglück, das Flugabbruchsystem hat sich ja bewährt. Die Aufmerksamkeit, die richtet sich nun nach vorn. Die erste Stufe für Flug 2, die befindet sich bereits in Andoya. Die Oberstufe wird gerade in Deutschland fertiggestellt. Sobald die Hardware bereit ist, soll's losgehen. Diesmal liegt das Flugziel auf Orbit. Es werden Nutzlasten für die ESA dabei sein. Europa macht einen entscheidenden Schritt in Richtung wiederverwendbare Raumfahrt. Am S-Range Space Center in Schweden, da wurde der 30 Meter hohe Themis-Demonstrator erstmals auf der Startrampe aufgerichtet.
Entwickelt von der Ariane Group im Auftrag der ESA ist Themis ein technologischer Vorläufer künftiger europäischer Mittel- und Schwerlastträger mit Teilwiederverwendung in der ersten Stufe. In der aktuellen Testkampagne, da werden nun alle Schnittstellen zwischen Stufe und Startinfrastruktur erprobt, darunter ein vollständiger Betankungsverlauf unter kryogenen Bedingungen. Der nächste große Schritt dann ein Hop-Test mit Start- und Rücklandung, durchgeführt im Rahmen des EU-Salto-Programms. In der Senkrechtstarter-Rubrik Raketenstarts der Woche bleibt Europa ja leider seit vielen Jahren komplett unterrepräsentiert. Da schauen wir einmal mehr diese Woche in die USA und nach China. Am Dienstag, 16. September, da startete in China vom Jiuquan Satellitenstartzentrum eine Langer Marsch 2C. Ziel war der Start mehrerer Satelliten für das nationale Satnet-Kommunikationsnetzwerk. Das ist ja ein staatliches chinesische Alternative zum Starlink. Am Donnerstag, 18. September, da brachte eine Falcon 9 vom SLC 40 in Florida eine weitere Ladung Starlinks ins All. Am Donnerstag, 18. September, da startete von der Launch Site 1 in West Texas eine New Shepard Rakete. Es war der 35. Flug des Systems und dient erneut suborbitalen Experimenten sowie potenziellen Vorbereitungen für Missionen mit Crew. Erwähnenswert die eingesetzte Kapsel mit dem Namen RSS H.G. Wells. Die wird nach dem 12. Flug jetzt in den Ruhestand geschickt. Den Wochenabschluss bildete ein weiterer Starlink-Start, am Freitag dann 19. September, diesmal von der Westküste, von der Rampe SLC 4E in Vandenberg aus, da brachte SpaceX 23 Starlink-Satelliten in den Orbit. Weiter geht's mit Starlink. SpaceX hat für $17 Milliarden Funklizenzen des S-Bandes von EchoStar gekauft. SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell gab letzte Woche auf der World Space Business Week in Paris bekannt, dass SpaceX ab 2026 Tests für direkte Satellitenverbindungen über diese Frequenzen zu handelsüblichen Handys plant. Für diesen Direct-to-Cell-Service da sind dann neue Satelliten, spezielle Handychips und Partnerschaften mit Mobilfunkanbietern weltweit notwendig. Ob es wirklich zum Konkurrenten für Starlink wird, das muss sich zeigen. Am Kapital dürfte es nicht liegen. Amazon will ja mit seinem Projekt Kuiper ab Frühjahr 2026 auch in Deutschland durchstarten und damit Starlink von SpaceX herausfordern. Der Amazon-Konzern will bis Jahresende 200 Satelliten in den niedrigen Erdorbit bringen und dann mit ersten Kunden starten. Bis 2028 soll die Megakonstellation aus über 3000 Satelliten bestehen und dann in über 80 Ländern verfügbar sein. Deutschland gehört zu den ersten 5 Staaten, in denen das Satelliteninternet buchbar sein wird. Für Endkunden sollen bis zu 400 Mbit pro Sekunde im Download erreicht werden. Das entspricht dem Leistungsversprechen von Starlink. Für Unternehmen und Regierungen sollen bis zu 1 Gigabit pro Sekunde möglich sein. Auch Russland will eine eigene Satelliten-Internet-Konstellation. Erste Testsatelliten sind bereits im All, die Serienproduktion läuft und der Start des Dienstes ist laut Roskosmos-Chef Dmitri Bakanov für 2026 geplant. Bakanov räumte ein, dass Roskosmos in der Vergangenheit zu träge agiert hat. Der neue Kurs, der soll nun zeigen, dass Russland seinen Fehler erkannt hat und technologisch wieder aufschießen will. Die russische Raumfahrt, die leidet seit Jahren unter Budgetkürzung und Qualitätsproblemen. Einen Start habe ich euch bei den Starts der vorigen Woche unterschlagen. Am Montag, 15. September, da hob eine Falcon 9 mit der kommerziellen Versorgungsmission CRS NG-23 von Northrop Grumman ab. Die neue Frachtkapsel Cygnus XL hat bei ihrer Premierenmission mit 4.911 Kilogramm die bislang größte Nutzlast eines privaten Versorgungsflugs zur ISS transportiert. Die neue Cygnus-Version, die ist 1,6 Meter länger als frühere Varianten und bietet 33% mehr Volumen. Der Start, der verlief aber nicht ganz problemlos. 2 geplante Bahnmanöver, die scheiterten, weil sich das Haupttriebwerk jeweils vorzeitig abschaltete. Ursache war laut der NASA eine konservative Software-Schutzfunktion, die die Triebwerkszündung aus Vorsicht beendete. Die Folge, das ursprünglich für den 17. September geplante Andocken, das musste verschoben werden. Gar nicht so lange, am 18. September, da wurde dann Cygnus XL mit dem robotischen Arm der ISS eingefangen. Den Arm, den steuerte NASA-Astronaut Johnny Kim, überwacht von Sina Cartman. An Bord des Cygnus sind rund 5 Tonnen an Versorgungsgütern, Forschungsequipment und Experimente, darunter solche zur Kryotank-Isolierung und Bergung von Weltraumschrott. Cygnus auf Falcon 9. Was war da nochmal? Ja, da die Antares-Rakete von Northrop Grumman wegen geopolitischer Engpässe nicht mehr zur Verfügung steht, wurde NG-23 mit einer Falcon 9 von SpaceX gestartet. Eine neue, rein US-basierte Antares 330, die ist ab 2026 geplant. Der jetzt gedockte Cygnus XL, der bleibt bis März 2026 an der Station. Cygnus ist ein Einwegtransporter und soll dann nach Missionsende in der Atmosphäre verglühen. Apropos ISS,
Ein cooles Jubiläum für die europäische Raumfahrt. Das Columbus-Modul der ESA, das hat am 12. September seine 100.000. Umkreisung der Erde vollendet. Seit dem Start mit der Space Shuttle Mission STS-122 am 7. Februar 2008 hat das Forschungslabor über 4,26 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Mit über 250 Experimenten, darunter Studien zur Knochenschwund, Hirnfunktion oder 3D-Druck in der Schwerelosigkeit, ist Columbus ein wissenschaftliches Schwergewicht der ISS. Herzlichen Glückwunsch an Columbus und alle Beteiligten, besonders natürlich an das Kontrollzentrum von Columbus in Oberpfaffenhofen. Die nächste Raumstation, die in den Orbit fliegt, kommt sehr wahrscheinlich von dem US-amerikanischen Unternehmen VAST. Mit Haven 1 steht die erste rein privat entwickelte Raumstation der Welt jetzt kurz vor den nächsten Meilenstein. Die Struktur der Flughardware, die ist vollständig verschweißt und wird nun in die Testphase überführt. Das US-Unternehmen VAST, das verfolgt mit Haven 1 das Ziel, spätestens 2026 eine autonome Raumstation im Erdorbit zu betreiben. Geplant ist der Start mit einer Falcon 9. Das Modul, das bietet Platz für 4 Astronauten und richtet sich vor allem an Forschungsteams und kommerzielle Nutzer. Vor der Integration, da stehen nun umfangreiche Prüfungen an. Druckfestigkeit, strukturelle Belastung und das Verhalten unter Weltraumbedingungen. Ja, und VAST ist so ein bisschen meine Überleitung. Einer der technischen Berater von VAST ist nämlich der Ex-SpaceXer und SpaceX-Mitarbeiter Nummer 4, Hans Königsmann. Ich hatte in der letzten News schon verraten, dass mein Interview mit Michi Benthaus erscheint. Michi sitzt seit einem Mountainbike-Unfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl, was ihn aber nie davon abgehalten hat, von einer Reise ins All zu träumen. Und dieser Traum, der wird jetzt Realität. Sie wird mit Blue Origin ins All fliegen und damit auf jeden Fall Millionen von Menschen mit oder ohne Behinderung inspirieren. Diesen Flug mit Blue Origin organisiert hat Hans Königsmann, der den Flug auch finanziert. Hans wird mit Michi fliegen und ihr auf dem Flug helfen, vor allem aber im Notfall. Mein Interview mit den beiden, das verlinke ich euch unter dem Video. Dass ich solche Reisen für Interviews oder Firmenbesuche machen kann, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter Schutzengeln. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, unter dem Video ist ein Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Extra bekommst du dann ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Wir schauen noch schnell auf die Starts der kommenden Woche. Heute, wenn die News erscheinen am Sonntag, dann starten eine Falcon 9 von Cape Canaveral mit weiteren Starlinks. Am Montag, 22. September, startet noch eine Falcon 9 von der Vandenberg Space Force Base, dann mit Aufklärungssatelliten. Am Dienstag testet Rocket Lab auf ihrem US-Startplatz in Wallops, Virginia, eine suborbitale Elektronrakete für eine Mission namens Jenna. Ebenfalls am Dienstag bringt das chinesische Startup China Rocket mit seiner Yelong 3 eine unbekannte Nutzlast ins All. Später am Dienstag bringt SpaceX vom Kennedy Space Center die NASA-Sonde IMAP ins All. Die Sonde soll 1,5 Millionen Kilometer innerhalb der Erdumlaufbahn am Erdsonne-Lagrange-Punkt L1 um die Sonne kreisen und Interaktionen zwischen dem Sonnenwind und dem interstellaren Medium untersuchen. Am Donnerstag steht der nächste Starlink-Start von Cape Canaveral auf dem Programm. Ebenfalls am Donnerstag schickt ULA eine Atlas V in ihrer stärksten Konfiguration ins All, 551 ist das, mit 5 Feststoffboostern an den Seiten. An Bord sind Satelliten für Amazons Kuiper-Konstellation. Ja, und zum Abschluss der Woche fliegt am Freitag noch eine Falcon 9 mit Starlinks natürlich. Hier noch einmal der Hinweis auf die spannende Doku Simulating Space, findet ihr auch unter dem Video. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Kommt gut durch den Herbst. Ihr hört's, ich habe die Kita-Seuche mir wieder eingefangen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.